Ja, ich bin der Walter Koch, bin 74 Jahre alt und mit der Modelleisenbahn habe ich zu tun, seit ich 7 Jahre alt bin. Und zwar habe ich 3 Brüder, die hatten mir damals im Esszimmer bei uns auf einer Holzplatte eine schöne Eisenbahn aufgebaut. Damit durfte ich allerdings nicht spielen, nur zuschauen. Und wo ich dann älter war, durfte ich die auch selber abbauen und wieder aufbauen. Habe ich jahrelang gemacht, bis ich 1964 in die Lehre kam. Dann hat mir die Zeit gefehlt. Ich habe dann alles in einen sehr stabilen Karton verpackt. Und den habe ich immer, egal wo ich hinging, habe ich den mit umgezogen. Der hat mich begleitet, so wie ein Koffer. Und mir ging immer im Kopf rum, dass ich das mal wieder aufbaue für meine Kinder. Das hat sich dann nie gegeben. Und irgendwann haben wir gesagt, das muss jetzt einfach mal sein. Habe eine Platte gekauft, habe die Platte wieder verstärkt, dass sie schön stabil ist und habe Gleise drauf gebaut, die ich noch hatte. Und ich musste aber so bauen, dass das immer zum Abnehmen ist. Das heißt, ich kann alle Teile als Modul runternehmen, lagere sie ein im Regal. Über den Sommer tue ich sie abdecken mit der dünnen Folie. Und immer im November baue ich aus bis Ende Februar, Anfang März. Ich habe inzwischen aus elektrisch jetzt alles bei mir gemacht, was ich nie gerne tat. Und habe vieles mit Licht und Beleuchtung und die Häusle beleuchtet und so. Ist sehr aufwendig, aber interessant für mich. Die Platte, die ist jetzt fast ganz voll gebaut, da gibt es jetzt keine Möglichkeiten mehr. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Ja, ein paar Kleinigkeiten gibt es immer. Aber ich finde, wenn ich jetzt an meiner Anlage noch weiter mache, dann überlaste ich die. Und zu viel wäre dann wieder nichts, finde ich. Das sind so jetzt die letzten 20 cm, die ich noch zu bebauen habe. Dann ist bei mir alles fertig. Ich habe dann meine ganze komplette Anlage eigentlich ausgebaut. Dann weiß ich nicht mehr, was ich sonst noch machen soll. Also dieses kleine Teil kann ich noch was kreieren. Dann ist fertig. Das ist so mein Reich. Da breite ich mich aus, nicht ganz so wie jetzt. Aber dann habe ich auch, wenn es dunkel wird, hier noch eine Lampe stehen, dass ich gutes Licht habe. Und da kann ich also mich hier voll entfalten. Da mache ich dann die Sachen alle, die ich gestalten und kreieren will.
Na, ich habe in der Anlage schon einige besondere Dinge. Zum Beispiel hat mir der Bernd damals erklärt, du kannst alles bauen, was du willst, du musst nur erklären können. Zum Beispiel im Innenkreis braucht man eine Zufahrt. Du musst eine Brücke bauen, wo die Autos fahren können in die Innenstadt. Die habe ich dann selber kreiert und integriert hier. Ich habe auch eine Stelle gemacht, wo es brennt, eine Baustelle, eine Schuppe ist abgebrannt, hat sehr viel Arbeit gegeben, ist aber gut gelungen. Da ist jetzt die Feuerwehr zum Löschen und die Polizei. Weil die Platz so klein ist, habe ich dann in die Gleiszwischenräume, auch in den schmalen Räumen, habe ich alles zum Rausnehmen natürlich gebaut mit Gartenanlage oder nur Wiese, Gestrüpp, alles eigentlich voll erklärbar, voll zugänglich. Entweder Bahnübergang oder zur Gartenanlage Unterführung. Da liegt dann von der Waschmaschine innen ein Schlauch, der ist durchgebogen, Beleuchter reingemacht. Und so können wir jetzt erklären, hier geht es mit Überdachung in die Höhle und die kommt der Gartenanlage wieder raus. Absperrung zur Bahnstrecke, dass man nicht sagen kann, die kommen da raus und gehen auf die Schiene. Und so habe ich das jetzt alles eigentlich integriert und völlig gut, denke ich, ausgearbeitet. Zum Beispiel mache ich gern versteckte Sachen, Besonderheiten. Und zwar kann man mit dem das Dach abnehmen. Das Dach ist, weil oben ein Steinbruch ist, abgesichert mit Gitter. Und da sind Waschmaschinen drin und Herd und Kühlschränke von dem Schrottplatz. Die habe ich alle selber eingefertigt, brauche ich nicht kaufen. Das ganze Teil kann ich runternehmen. Zeige ich mal nur die Inneneinrichtung, wo die Teile aufbewahren. Alles so original wie möglich nachgebaut. Ja, ich möchte so wenig wie möglich Neues kaufen, ist auch nicht ganz billig. Ich verschaffe jetzt überwiegend Teile, die ich schon besitze. Ich habe ein sehr großes Repertoire mir angeschafft, sehr viele neue Sachen, aber auch sehr viele gebrauchte, die ich dann herrichte, bastle und wieder auf Vordermann bringe. Und ich denke, es fällt nicht auf, dass es überwiegend gebrauchte Sachen sind. Die Häuser hier oben sind im Maßstab N. Das hat sich so ergeben, weil ich die als Kind schon bekommen habe. Die möchte ich aber nicht aussortieren, die wollte ich erhalten als Andenken von früher. Und dann habe ich sie hier als Berglandschaft integriert. Das sind auch zum Teil Berghäuser, Bergkirche und so, habe den Berg dazu gestaltet und habe sie dann so hier gemacht. Die Autos sind aber auch von der Spur N, dann, dass sie dazu passen, hier oben bis eigentlich hier. Ja, und dann ab hier beginnt es dann mit H0. Und der Bahnhof, der hier auf der Platte steht, den hatte ich noch in der Schachtel im Karton, völlig neu verpackt, allerdings ohne Baupläne. Mit dem Bahnhof habe ich wieder begonnen, den aufzubauen. Dann habe ich ihn innen ausgestaltet mit Gastronomie und Licht und habe dann die Außenterrasse dazu gebaut, alles wie es eigentlich so im Original sein kann. Güterschuppe, das sind also gebrauchte Teile. Die Innenstadt, die ist noch alt, die hatte ich schon von meinen Geschwistern, einschließlich die Kirche. Und ich besitze ja sehr viele Sachen. Ich besitze die ganze Streupulver, ich besitze eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin nicht der Typ, der auslegen oder verlernt sein mit dem Schwäbischen. Ich kaufe mir die Sachen. Und das ist wie beim Gärtner oder bei einer Floristin. Man kann bloß einen schönen Blumenstrauß machen, wenn man Sachen dazu hat, zum Kreieren. Und so ist das, finde ich, im Modellbau. Da brauchst du einfach Auswahl. Ich besitze eigentlich, was ich brauche, besitze ich alles. Die anderen Sachen, was ihr dahinter seht, also nachher das Kohlewerk und dieses süße Kohlewerk, das habe ich total als Schrottschachtel
gekauft und dann hier so gestaltet, wie wenn die jetzt demontiert wird und abgebaut. Ich sehe, seit ich Modell baue, die Gegend noch mal ganz anders. Und ich sage immer zur Doris, die neuen Sachen, die schönen geraden Sachen, die sind leicht zum Bauen. Aber Gartenanlage, wenn sie im Betrieb ist, ist sie auch schön. Aber Gartenanlage im Winter, wenn alles verlassen ist, so wie jetzt über den Winter, wo die Fässer liegen und die Folien kaputt sind und das zu bauen, das ist viel schwerer und das reizt mich. So, also Dinge nachzubauen, wie sie in der Wirklichkeit sind. Und du hast die Reise angesprochen, das ist natürlich ein großes leidenschaftliches Hobby von mir. Reisen tue ich sehr viel und sehr gerne. Ich gehe, seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich mir gesagt, später ist für mich jetzt, im Alter kannst du keine großen Dinge mehr machen. Und dann habe ich begonnen zu reisen. 4-mal im Jahr gehe ich in Urlaub. Das ist mir wichtig. Ich muss keine Vermögen anhäufen, ich wollte das Leben genießen. Das habe ich gemacht und da sah ich natürlich viel. Ich sah auch Armut und ich habe irgendwo auch integriert die Module. Bei mir kannst du eigentlich alles finden, wenn man genau guckt. Da sind viele gute Dinge versteckt. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Bergrutsche, einen Berghang. Da ist ein rotes Seil und da ist der Sohn. Vater schlägt ihm den Arsch voll, oben ins Fahrrad. Und der Bursch nimmt mich mit dem Seil da runter und hat das nicht gedurft. Und der Vater ist gekommen und gibt es Kläpfe. Habe ich auch versteckt. Ich habe auch ein Liebespaar versteckt hinter einer Hecke. Da liegt der BH und die Unterhosen auf der Hecke und dahinter drüber ist das Ehepaar. Und solche Dinge, das bringt ein bisschen auch den Kick, so wenn man dann die Leute sieht, wenn sie die Module angucken und die genauere Betrachter, die finden die Dinge alle. Die Anlage kann man fahren in alle Richtungen, kann ich die bewegen. Das ist ein Gästezimmer, wo die steht. Kommt Besuch, fahre ich auf die andere Seite. Die stelle ich immer so, wie dann der Bedarf ist vom Raum her. Mit dem Modelleisenbahnclub bin ich in Verbindung gekommen bei der Erbert-Halle-Ausstellung in Balingen. Da dachte ich mir, da gehe ich jetzt mal hin. Das war die erste Ausstellung vom jetzigen noch bestehenden Modelleisenbahnclub. Das war im Jahre 2014. Da habe ich dann den Bernd Bleibler getroffen und die Gerlinde, das hat mich sehr angesprochen. Da war ich nämlich eine Stunde zu früh und kam durch den Hintereingang. Und da haben die gerade begonnen, sich auf die Ausstellung vorzubereiten und in Stimmung zu bringen. Hat mir sehr imponiert. Nach der Ausstellung, die ich sehr genossen habe ich sie zufällig getroffen in einem Stammtisch, in meinem Stammlokal beim Fußballgucken im Gasthaus in Weltstetten. Und da habe ich die wieder angesprochen, sage ich hätte Interesse, kann ich bei euch mitmachen? Und dann haben sie mich gleich aufgenommen und so kam der Kontakt zustande. Ich begann dann mit dem ersten Modul. Ja, macht mir immer noch sehr Freude. Im Verein mache ich inzwischen das 5. Modul. Und eins habe ich noch im Kopf, das 6. Wenn das 5. fertig ist, möchte ich noch ganz was Besonderes dann machen. Jetzt doch. Wunderbar, passt, danke. Jetzt sind wir hier in unserem Vereinsheim. Das ist mein Modul Nummer 4. Und da gestalte ich auch aus viel Abfall eine Firma mit Werkstatt, also eine Speditionsfirma entsteht hier, Werkstatt dazu. Und hier oben ist die Villa auf dem Berg vom Chef von der ganzen Sache. Hier entsteht ein Bachlauf durch den Kanal. Das ist jetzt alles noch ganz arg im Bau.
Hier kommt also noch ein Boot rein, das ist in der Verpackung hier hinten. Und das ist ein Boot, das haben sie selber gemacht mit dem 3D-Drucker. Das hier ist ein Floß, da kommen spielende Kinder drauf, das dann hier fährt. Das Ganze ist beleuchtet, war erst nicht im Plan. Habe also später, wenn die Beleuchtung funktioniert, die Villa ist voll beleuchtet und hier oben sind Strahler angebracht. Weil der Berg klein geraten ist, habe ich den verlängert mit den Trägern hier. Das sind selber angefertigte Träger und ist oben dann als Terrasse rausgebaut. Und so gestalte ich das Originalgetreu eigentlich dann alles nach. Eine Tüte mit Kleinkrust, Abfall, wo man immer wieder dann verwenden kann. So wie man sieht, liegt hier auch viel so Abfallsachen rum, weil ich verarbeite. Ich baue ja die Module, damit man sie auch ausstellt und damit die auch sein lassen kann. Und das ist ja auch mein Hobby, dann dabei zu sein, wenn die Züge fahren. Wir Senioren fahren dann analog und dann müssen wir aufpassen mit Trafos und so. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist auch, was mir besonders gefällt. Darum mache ich das auch mit natürlich. Aber auch zum Abschalten. Ich entspanne mich unheimlich gut, wenn ich solche Dinge bastle und baue. Da sitze ich hier an meinem Tisch, habe Radio laufen und da sitze ich mit der Pinzette und eine Eselsgeduld. Dass meine Frau sagt immer, das ist unwahrscheinlich, das kannst du nicht sein. Du machst immer alles auf schnell und hart und brachial, ungeduldig und da hast du eine Eselsgeduld. Ja, und das stimmt auch, das fällt mir selber auf. Entspanne unwahrscheinlich. Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, ist, ich habe ja sehr spät natürlich begonnen, vor 11 Jahren erst. Und da war ich 63. Das ist jetzt, was ich jetzt sage, für mich zu spät. Ich hätte müssen früher beginnen. So schon 10, 20 Jahre früher. Bevor wir zum Metall-Eisenbahn-Club, wo ich wiedergekommen bin, war ich mit meiner Frau in Ebingen spazieren gehen. Da traf ich den Laden vom Bohnenlander und sah Lokomotiv. Und die bekam ich als Kind nie. Und ich habe zur Doris damals spontan gesagt, die kaufe ich, ob ich jemals Modelleisenbahn aufbaue oder nicht. Die habe erworben und die freue mich eigentlich bis heute.